ich bin Lisa von Einfach Lilienhaft. Herzlich willkommen zu Einfach Lilienhaft im Advent, dein YouTube-Adventskalender mit Inspirationen rund um Handlettering und Bullet Journaling. Heute gestalten wir wieder eine Weihnachtskarte. Ich habe mir heute etwas Anspruchsvolleres dahingehend überlegt, dass wir beim Lettering mal ein bisschen was ausprobieren. Wir machen ein kreisrundes Design, legen das an und schreiben dann sozusagen im Kreis. Das ist, wie gesagt, etwas anspruchsvoller, aber ich zeige dir, wie du das ganz einfach mit ein bisschen Mathematik lösen kannst. Für diese Karte benötigst du wieder mal eine quadratische Karte mit passendem Umschlag dazu. Ich habe hier wieder einen transparenten Umschlag und einen Bleistift, der ist dieses Mal sehr wichtig. Einen Zirkel oder eine andere runde Form, die du da hast. Dann habe ich hier den Jelly Roll in Stardust und einen Tombow Fudenoske und einen weißen Jelly Roll. So, los geht's erstmal damit, dass du dir ein Fadenkreuz auf der Karte vorzeichnest, damit du genau die Mitte findest. Da setzt du dann den Zirkel an und ziehst zwei unterschiedlich große Kreise, die doch sehr groß sind. Denn zwischen diesen beiden Kreisen geht jetzt dein Lettering lang und das wird so ein rundes Lettering. Und wie du schon siehst, schreibe ich jetzt mir hier vor, wo die einzelnen Buchstaben sitzen sollen. Wichtig ist hier wirklich abzuzählen und nicht wie ich den Buchstaben H bei Fröhliche zu vergessen. Ich habe das jetzt bewusst mal drin gelassen. Wie du jetzt siehst, korrigiere ich das natürlich beim Schreiben, aber es ist doch sehr wichtig, wenn du dieses Layout machst, dass du wirklich immer vom Zentrum ausgehst. Wie du gesehen hast, habe ich hier kurz gestoppt, weil ich festgestellt habe, ups, H vergessen. Das sollte einem nicht passieren, aber man kann das natürlich ganz gut ausgleichen, weil man dann das Ganze etwas mehr nach rechts schiebt, aber es ist dann eben nicht mehr zentral. Ich zeige dir gleich nochmal eine Variante, wie es ein bisschen besser läuft, wenn man den Buchstaben nicht vergisst. Jetzt gleiche ich das Ganze natürlich aus und das ist immer ganz interessant, finde ich, zu sehen, wie man sowas noch retten kann. Deshalb habe ich es, wie gesagt, drin gelassen. Ich schreibe jetzt das Weihnachten auf der unteren Hälfte des Kreises natürlich auch etwas mehr nach links versetzt, dass sich das quasi etwas ineinander einpasst. Und wichtig ist wirklich, dass du beim Schreiben die Karte etwas drehst, damit du wirklich auch immer die Buchstaben gerade auf diese Linien raufsetzt, weil es ist nicht so, dass die Buchstaben kippen in sich oder die Linien sich verschieben durch dieses runde Schreiben, sondern du schreibst auf der Linie immer wirklich gerade. In der Mitte ergänze ich dann und ein frohes neues Jahr. Hier ist es auch ganz gut, dass du dir einfach 5 Linien vorzeichnest, die dann wirklich auch gleich aufgeteilt sind. Und auch hier ist es ratsam, die Buchstaben von der Mitte auszuschreiben. Das habe ich hier nicht gemacht und genau deshalb passiert dieses versetzte Hin- und Herschieben. Also, jetzt habe ich gesagt, wie man es nicht machen soll. Wir machen das Ganze nochmal richtig. Also, wenn du den Buchstaben H bei Fröhliche nicht vergisst, dann passt es genau so rauf, dass du wirklich beim L in der Mitte anfängst und dann nach links die anderen Buchstaben schreibst, nach rechts die anderen Buchstaben, also wenn du es vorschreibst. Und alles in allem passt es dann eben genau hin, so dass du wirklich auch ein ausgeglichenes, rundes Lettering hast. In der Mitte funktioniert das Ganze genauso. Du zählst immer ab bei Neues zum Beispiel, dass das U die Mitte ist und so weiter. Wichtig ist dann, den Bleistiftentwurf vorher wegzuradieren, bevor du dann mit deinem finalen Stift dran gehst. Ich habe hier diesen Jelly Roll benutzt und der schreibt mit so einem ganz schönen Glitzerton. Das siehst du jetzt hier in der Kamera auch ganz gut. Und damit schreibe ich jetzt in der Mitte eben diesen und ein glückliches neues Jahr. Und bei diesem Beispiel habe ich mir eben die Zeit genommen, wirklich immer in der Mitte die Sachen zu positionieren. Und du siehst einfach, dass das viel besser aussieht, wenn ein Lettering immer zentriert ausgerichtet wird und die Sachen einfach zusammenpassen. Um diesen Effekt noch etwas zu verstärken, kann man die Linien jetzt mit dem Stardust einfach nochmal nachgehen. Dann wird dieser Glitzereffekt etwas deutlicher noch. Und dann, wenn man die Karte so dreht und wendet, sieht man schon, dass das sehr schön glitzert. Danach gibt es natürlich noch so ein paar Pünktchen drumherum. Das kennst du schon von mir. Einfach ein bisschen drumherum gepunktet, dass das einfach noch ein bisschen sich wiederfindet, dieser Stift. Und dann kommt der weiße Jelly Roll zum Einsatz. Da setze ich dann noch in dieses Weihnachten hier unten
ein paar Highlights. Das sieht immer echt hübsch aus und lockert das Ganze auf. Oben verwende ich den weißen dann, um so kleine Schlag-Highlights zu setzen. Also da, wo normalerweise die Schatten sind, habe ich eben diese weißen Striche dann gesetzt und die Herzchen male ich auch noch aus. So gefällt mir das ganz gut. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Varianten, wie du dieses Lettering gestalten kannst. Du musst natürlich auch nicht fröhliche Weihnachten nehmen. Du kannst auch andere Varianten wie Merry Christmas verwenden und eben auch andere Farbvarianten. Also Weiß auf Rot ist immer super oder Schwarz einfach schlicht zu wählen. Versuch da einfach mit dem zu arbeiten, was du da hast und das dann entsprechend zu kombinieren. Du hast jetzt die prinzipielle Technik, glaube ich, gesehen, wie das funktioniert und das kannst du wirklich immer genauso verwenden. Mach diese beiden Kreise wirklich sehr groß auf der Karte, dann hast du genug Platz und dreh die Karte vor allem beim Schreiben, denn dann fällt dir das leichter, die Buchstaben wirklich gerade auf die Linien zu setzen. Welche dieser unterschiedlichen Kombinationen hat dir denn am besten gefallen? Schreib mir das unbedingt mal in die Kommentare. Und wenn du eine davon ausprobierst, dann kannst du die auf Instagram natürlich gerne auch unter dem Hashtag einfach lilienhaft im Advent teilen. Wenn du mich taggst, kann ich das auch gerne in meine Story packen und so können wir uns gegenseitig ein bisschen inspirieren. Auch morgen gibt es natürlich wieder einen kreativen Input von mir in Form eines Türchen des Auch morgen gibt es natürlich wieder kreativen Input von mir. Das nächste Türchen des YouTube-Adventskalenders wird sich öffnen. Wenn du keins der Videos in Zukunft verpassen willst, ein paar kommen ja noch, dann kannst du meinen Kanal gerne hier oben kostenlos abonnieren, denn dann wirst du immer informiert, wenn ein neues Video erscheint. Und wenn du jetzt noch die anderen Türchen alle mal schauen willst, dann verlinke ich dir hier mal die Playlist von Einfach lilienhaft im Advent und wir sehen uns dann morgen wieder.